In diesem Video fahren wir zur Katschki-Säule, wie auch immer man das ausspricht. Ich blende sie auf jeden Fall ein. Und dort befindet sich ein Kloster auf so einer 40 Meter hohen Steinsäule. Und das Kloster steht da schon seit dem 10. Jahrhundert. Und anscheinend lebt dort seit den 90er Jahren einfach ein Mönch, ganz alleine. Und das ohne Strom und so weiter. Und das finde ich irgendwie sehr spannend. Zumindest stand das so im Internet. Und mein Tagesziel heute ist es herauszufinden, ob dort wirklich ein Mönch lebt. Das filme ich natürlich wieder alles und es geht jetzt los. Wir werden heute von einem Fahrer gefahren, der uns vor einem Monat circa schon nach Goudauri ins Skigebiet gefahren hat. Und der war sehr nett und ist sehr angenehm gefahren und deshalb habe ich den gestern gefragt, ob er uns beide morgen, also heute, zu der Säule fahren will und er hatte zufällig Zeit. Hey. Fine. You? Fine. Wir haben jetzt hier mal kurz angehalten und da hinten im Hintergrund sieht man sie schon. Wir laufen jetzt noch die letzten Meter, weil die Straße irgendwie sehr, sehr holprig war, sage ich mal, und wir keinen Jeep oder so haben. Also den Mönch da oben habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen, aber der scheint hier wirklich zu leben. Es führen hier auch Stromkabel hoch, also er hat doch Strom. Das ist auch irgendwie selbstverständlich, würde ich mal sagen, aber man weiß ja vorher nie auf so einem großen Berg. Und so eine Seilwinde ist hier auch, dass er sich wahrscheinlich irgendwie, ja, da oben hängt ein Korb, immer so Lebensmittel oder so, dass er die hochbekommt, dass er wahrscheinlich nicht so oft runter muss, weil ja, die Leiter ist schon ganz schön lang auf jeden Fall. Steil. Und steil. Und man weiß ja nicht, wie alt der Mönch da oben ist. Also den Mönch habe ich leider nicht gesehen und man durfte auch nicht oben drauf, aber das ist ja auch verständlich und da halte ich mich ja natürlich an die Regeln. Allerdings habt ihr die schönen Drohnenaufnahmen wahrscheinlich schon gesehen und ich würde mal sagen, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und Dato, unser Fahrer, hat uns einen Canyon empfohlen, der wirklich wunderschön sein soll. Da fahren wir jetzt noch circa 2 Stunden hin. Der meint, es wird sich richtig lohnen, also bin ich mal sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Okay, also doch nicht zum Canyon, weil das wäre dann doch zu weit entfernt und wir wären dann zu spät wieder in Tbilisi, aber wir gehen jetzt zu so Höhlen, beziehungsweise zu einer riesengroßen Höhle, wo man anscheinend auch mit dem Boot langrudern kann, auch in der Nähe. Ja, mal schauen. Alles sehr spontan. Wir sind jetzt an der Höhle angekommen, beziehungsweise stehen gerade noch vorm Eingang und sind ganz schön müde. Jetzt durch die 2 Stunden und heute Morgen sind wir auch schon um 9 Uhr losgefahren. Für unsere Verhältnisse sehr früh. Für unsere Verhältnisse sehr früh, besonders für meine. Aber vielleicht weckt uns die Höhle ja wieder auf. Das wäre auf jeden Fall schön. Mal schauen. Also Fazit, war ganz nett auf jeden Fall, auch sehr, sehr spannend, halt sehr touristisch, oder? Ja, also ich glaube einfach tendenziell nicht so ganz, auf jeden Fall nicht so ganz meinen Geschmack. Also es war schon
spannend, das mal zu sehen, aber ich bin eher Team durch die wilde Landschaft wandern und gucken, was mir so entgegenkommt. Und hier ist halt schon sehr aufbereitet und überall bunte Lichter und schaut da sieht man 2 Menschengesichter und so. Also. Ja, aber ist trotzdem ganz nett. Aber gerade ich auch mit dem Film brauche immer natürlich meine Zeiten. Das kann man sich dann nicht so nehmen, wenn dann die Gruppe da auf einen warten müsste. Aber kann man auf jeden Fall mal machen. Kann man mal machen. Sagen wir es so, oder? Ja. Kann man mal machen. Und jetzt fahren wir wieder nach Tbilisi nach Hause. Wir sind jetzt wieder gut in Tbilisi angekommen. Und gestern habe ich dann nichts mehr gefilmt, weil wir sehr erschöpft waren von der ganzen Autofahrt. Deswegen ist jetzt schon auch der nächste Tag. Und das war es jetzt auch schon mit diesem etwas kürzeren Video. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann like es sehr gerne, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und schreib mir auch liebend gerne einen Kommentar mit Fragen, Anregungen und alle weiteren. Ja, jetzt am Ende wollte ich nochmal sagen, ob ich den Trip jetzt empfehlen kann oder nicht. Auf jeden Fall kann ich ihn empfehlen. Allerdings würde ich dann hier in Tbilisi früher losfahren. Der Dato, unser Fahrer, meinte auch mindestens um 7 Uhr, damit man eben noch mehr Orte sehen kann und sich an den Orten dann mehr Zeit lassen kann. Deswegen früher losfahren und dann wird das Ganze auch noch ein bisschen entspannter und man kann mehr Orte sehen. Ja, das war's und bis zum nächsten Mal.